We can start. Awesome. Okay, also hallo alle zusammen. Ich möchte euch heute die Nadja Okrinc vorstellen. Sie ist eine ganz, ganz großartige Facilitatorin aus Slowenien. Sie facilitiert Foundation, Basskurs, all diese Grundkurse, sage ich jetzt mal, und den 3-Tages-Körperkurs von Access Consciousness, über den wir heute sprechen wollen mit ihr ein bisschen. So, was ist diese Magie hinter diesem 3-Tages-Körperkurs? Und ja, sie ist wirklich also auch dieses ganze Kreieren kann man wahnsinnig gut von ihr lernen, weil sie hat wirklich Basisklassen mit über 100 Leuten in Slowenien und auch weltweit. Sie kommt nach München mit einem 3-Tages-Körperkurs zu Ostern, Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag. Und ja, wir wollen heute so ein bisschen über diese Magie sprechen. Nadja. Danke, Sophie. Danke. How cool. Hello everyone. Hallo. Yeah, ich verstehe Deutsch, but I don't speak. So yeah, I need to practice a little bit before April, and then I could understand you good. So you can ask in German, and I can facilitate in English. So, sie sagte halt erstmal Hallo alle miteinander. Sie kann also Deutsch verstehen, spricht es aber nicht so gut, aber sie möchte ein bisschen mehr üben, sodass wir, wenn sie im April den Kurs gibt, dass ihr auf Deutsch sogar eure Fragen stellen könnt und sie euch auf Englisch facilitieren kann. So thank you very much for being here. Thank you, Sophie. Thank you, Diana. Thank you, my team. Thank you, Nusha, Zonia, and everyone who is here, and all of you for your time. I'm so happy to talk about bodies and excited tonight with you guys. Ja, danke schön, dass ihr alle da seid. Danke an Sophie, Martina, Nusha, Sonja, Diana und alle ihr, die ihr da seid. Und ich bin total aufgeregt, einfach heute über Körper zu sprechen. So maybe in the beginning I introduce myself a little bit, and then we can go on, because I see so many new faces, and yeah, maybe this is what we can start with. So okay, ich würde mich gerne am Anfang noch mal kurz vorstellen, weil ich sehe hier so viele neue Gesichter, bevor wir dann starten können. So I have been doing Access Consciousness now for almost 10 years, and I am the youngest 3-day body class facilitator, and I am very proud of that. Ich mache jetzt Access Consciousness seit 10 Jahren und ich bin die jüngste 3-Tages-Körperprozess-Facilitatorin und ich bin da auch richtig stolz drauf. And I am facilitating very intensively for the last 5-7 years. For the last 5 years, really every weekend almost I had a class, or I am on the class. Und ich habe sehr intensiv Kurse gehabt in den letzten 5-7 Jahren, und die letzten 5 Jahre fast auf jedem Wochenende habe ich einen Kurs gegeben oder war ich auf einem Kurs. So now I'm also a lot of traveling the world and facilitating foundations and 3-day body classes. 3-day body classes are the classes that I love the most. And this is what I perceive is my contribution to the world. Ja, und jetzt facilitiere ich weltweit Foundation-Kurse und 3-Tages-Körperkurse, wobei die 3-Tages-Körperkurse liebe ich am meisten, weil sie einfach diesen größten Beitrag ist für die Welt. So go on, Sophie. Ask me. I'm so curious. Yeah, what is it what you love about these 3-day body classes? Can you address that a little bit more? Yeah, definitely. Can I translate for you? Yeah, please. Yeah. Was ist es, was du so sehr an diesen 3-Tages-Körperkursen magst? Kannst du das ein bisschen noch mal ansprechen? Yeah, actually, you know, I was before, like when I started Access, I was like just off my studying. So I was studying everything in Access. I was sitting in the first row in every class and like writing my notes, studying everything, being in my head and like wanting to know and learn and understand everything they said. Als sie mit Access angefangen hat, dann saß sie quasi in der ersten Reihe, hat sich alles aufgeschrieben, hat alles versucht zu verstehen, weil sie wollte alles wissen, alles lernen und alles verstehen am Anfang. So I was a little bit avoiding those body processes. I was enjoying so much in them, but I didn't really get the point. You know, it's like I was avoiding, like first I thought I need to get everything, understand everything. I was so fascinated, and yeah, okay, there can be like, yeah, of course I will receive a bit.
maybe a while, but it's not so necessary, I thought. Also am Anfang hat sie diese Körperprozesse sehr vermieden, weil sie hat immer versucht erstmal oder gedacht am Anfang, ich muss alles erstmal lernen und alles verstehen und dann irgendwann, dann können wir zu den Körperprozessen kommen und dann irgendwann kann ich vielleicht ein bisschen empfangen. And actually, I started Access just before I wanted to study medicine for whole of my life. And then I started Access actually when I was just before studying. And I actually came to Access because I wanted to help to my brother who got a diagnosis of some genetical disorder disease, and it was very bad at that time, and I was finding for some, and me and my mother were actually searching for some alternative techniques that could actually help him. Okay, sie wollte Medizin studieren und im Prinzip ist sie zu Access gekommen vor ihrem Medizinstudium, weil sie einfach etwas finden wollte. Ihr Bruder hatte eine Diagnose, also eine genetische Krankheitsdiagnose und sie hatten einfach sie und ihre Mutter nach alternativen Methoden gesucht, um ihren Bruder damit zu helfen und so ist sie quasi zu Access gekommen. So, and I was doing a lot of practice on him, and he didn't, knew about Access tool. I didn't talk to him about all about what I was studying. He was just my testing rabbit, and I was doing so much body work on him, and I saw him changing. Like I saw the effects, and not only on him, but also on him. And it was like, okay, then it started clicking. There must be so much about this magic of the body work. So, und sie hat das einfach, diese Körperprozesse an ihrem Bruder angewandt und hat ihm gar nicht so viel über Access erzählt. Also er wusste gar nichts davon, aber sie hat einfach gesehen mit diesen Körperprozessen, was sich an ihm und mit ihm einfach auch verändert hatte, wo sie dann tatsächlich auch gemerkt hatte, oh, da muss ja wirklich noch was viel mehr sein. And then I started putting more attention on that, and I attended more 3-day body classes and more classes when we were working a lot on bodies, like advanced body classes, also like SOPs, and also on other classes, for example, choice of possibility classes. I was mostly receiving body work and or bars, and I was totally out. I thought I didn't get a lot out of the class in my head. So, und dann hat angefangen, einfach noch mehr Körperkurse zu besuchen, also viele Kurse, wo man mit Körpern arbeitet, 3-Tages-Körperkurse, Advanced-Körperkurse. Und wenn es mal zum Beispiel ein COP war, dann lag sie auch meistens auf der Liege und hat einfach empfangen, entweder Bars oder Körperprozesse und dachte so, okay, ich bin jetzt komplett raus und kriege gar nichts mehr mit. Yeah, and I saw I got the most changes out of the classes where we were working on bodies. Ja, aber sie sagte, die meiste Veränderung hat sie rausgenommen von den Kursen, wo man tatsächlich mit Körpern gearbeitet hat. It was not logical, I didn't remember everything they said. I was processing, and then when I came home, I recognized I'm different. And my financial reality got bigger. I had way more ease with my business, and of course, my relationship with body changed. Things with my body changed that before I was trying hard to change, and then they just melt away. And in all areas, so you can translate. Ja, ja, und er sagte, wenn sie also nach Hause gekommen ist, das war überhaupt nicht logisch, hat sie dann einfach festgestellt, dass sie sich verändert hatte, aber auch alle Bereiche im Leben sich verändert hat. Ihre finanzielle Realität hat sich ausgeweitet, ihre Beziehung hat sich verändert, auch die Beziehung mit dem Körper hat sich verändert. Dinge, die sie vorher so anstrengend versucht hatte zu verändern, das schmolz dann einfach alles weg. And my mind was blown away, but by what could we reach, and how deep can we go, and what could we change, unlock with those body work. I'm still fascinating every time again. Mein Verstand hat also komplett weggebeamt, ja, weil ich dann wirklich gemerkt habe, was wir tatsächlich verändern können und was wir erreichen können und wie tief das gehen kann. Und ich bin immer noch darüber total fasziniert. So now I know by experiences, by my personal experiences and by the experiences of my clients, people that I have seen, that everything in our bodies is changeable.
Ja, und aus den eigenen Erfahrungen und auch den Erfahrungen mit meinen Kunden weiß ich jetzt einfach, dass alles, wirklich alles im Körper ist veränderbar. And there is nothing wrong, and we're never wrong with our bodies. Und da ist nichts falsch und wir sind niemals falsch mit unserem Körper. And there is so much more possible for our bodies and to be with our bodies and to be in this life and create with them together. It's like, it's so much more than what most of the people in the world are willing to have and acknowledge. And Und das ist einfach so viel möglich und so viel mehr möglich, was wir wirklich mit unseren Körpern verändern und tatsächlich auch erreichen können, was die meisten Menschen auf der Welt überhaupt gar nicht verstehen, wahrnehmen oder auch anerkennen. so this is my message that I would like to get out in the world. Please never treat your body as a wrongness. There is nothing wrong, and don't give up on your bodies. Everything can be changed, everything can be transformed, and yeah, there is really so much more. And our bodies are so incredibly intelligent, beyond our mind, and there we should not go into trying to understand, but just experiencing and exploring. Ja, und das ist einfach meine Botschaft für die Welt, dass es einfach nichts an eurem Körper falsch ist und dass wirklich alles veränderbar ist. And I lost the last phrase. Yeah, so it's not about understanding our bodies, but it's about experiencing what it's truly possible with them and allowing them to be the gift they are. Ja, und es geht einfach nicht darum, das zu verstehen, sondern einfach zu erfahren, ja, diese Erfahrung zu machen, was wirklich wahrlich möglich ist und was man sich erlauben kann, mit dem auch einfach selber zu erfahren. And what I see on 3-day body classes, it's like when we work on bodies for 3 days, like we can reach everything that was ever stored in the cellular memory of our bodies. So even the childhood traumas, and like we can reach the things that are blocking us and we don't even know, and we can reach them and melt them and change them, and then your reality is way bigger, way different, even in the ways you would never expect. You can reach and change with the body work. Also bei den 3-Tages-Körperkursen, da kommen wir wirklich auch ganz tief in das Zellgedächtnis des Körpers. Alles, was da mal eingeschlossen ist, auch wirklich von frühester Kindheit, ja, und können diese Dinge wirklich schmelzen lassen und verändern lassen, dass ich wirklich da alles verändern kann. Ich hoffe, ich habe es im Grunde. Yeah, no, you're amazing. I don't know how you remember everything, but that's so cool. Yeah, so okay, Sophie, you can jump in, or I can just, or everybody else can. You can all ask me questions. Ihr könnt also jetzt gerne, also Sophie kann was ergänzen oder ihr könnt auch gerne eure Fragen stellen. For me, what's so fascinating with these 3-day body classes is, as you said, you work on the body, but actually you are creating with the body and you are changing in your body something which is not logical, and then you can change all other areas in your life. And this is what the real magic is for me in these classes. Ja, was für mich in diesen 3-Tages-Körperkursen so magisch ist, dass man wirklich mit den Körpern arbeitet, im Körper etwas verändert, aber dabei wirklich in jenem Bereich deines Lebens auch etwas verändert. Und das ist wirklich so, es ist nicht logisch, aber das ist so diese wahre Magie von diesen Körperkursen. Yeah, because our body is so connected to everything that is going on in our life. Our body has actually the awareness of its own. So body has its own awareness, and we as the infinite beings has our own awareness. And yeah, Diana, go on. And, ja, weil unsere Körper sind tatsächlich verbunden mit jedem Bereich unseres Lebens und der hat einfach sein eigenes Gewahrsein. Und wir als unendliches Wesen, wir haben halt auch ein Gewahrsein. So, and our bodies are more smart than us and are more willing to be aware, and they are constantly actually aware and giving us information about what is going on around us and in our life.
Ja, und unsere Körper sind tatsächlich schlauer als wir und sind sich auch bereit, viel, viel gewahrer zu sein und geben uns einfach ständig Informationen darüber, was in uns vor sich geht, aber was auch überall in unserem Leben in jedem Bereich vor sich geht. And if we are not acknowledging what are we sensing, what are we aware of, we will turn this into some feeling, Okay. into some pain. Ja, und wir erkennen das einfach nicht an, was wir uns dessen gewahr sind und wie viel wir uns gewahr sind und verdrehen das dann und schließen das als Gefühl oder halt als Schmerz dann ein. Or for example, if you are trying to make yourself blind and pretend that you don't know what's going on, or that you pretend that you don't see what you actually see, then your body cannot pretend that it does not know. So it will create something to make you see what you are pretending that you don't see. Ja, und wenn du einfach vorgibst, irgendetwas nicht zu wissen oder nicht sehen zu wollen, dein Körper kann das nicht sehen wollen. Also wird er im Prinzip alles dafür tun, damit du das einfach siehst, was da vor sich geht. Mhm. Yeah. Wow, that's so amazing. Wow. Mhm. Someone has a question about Okay. Yeah. yeah, what are the body, not what are the body processes? She wants to know if all the body processes which are around and which you can attend in these small classes, if they are in the manual of the 3-day body class. Do you want to address something about Yes. So actually, let me a little bit talk about what are you going to learn in 3-day body class. Diana? Okay, ja. Ja, also die Frage, ich sage es jetzt nochmal auf Englisch, war jetzt die Frage, ob alle Körperprozesskurse, die, sage ich mal, als Einzelkurse facilitiert werden können, auch in diesem Kurs beigebracht werden. Und die Nadja erzählt jetzt ein bisschen, was tatsächlich jetzt in den 3-Tages-Körperkurs gelehrt wird. So in 3-day body class, you will get the manual and you will learn 50 different body processes of access consciousness. Ja, also in diesen 3-Tages-Körperkurs empfängst du ein Manual und du wirst 50 verschiedene Körperprozesse von Access Consciousness lernen. But in Access, there is not only 50 different body processes, but there is more. In Access gibt es nicht nur 50, sondern viel, viel mehr. They just keep all the time 50 in the manual, so it's not too much, you know, because, and there in the manual are the most new ones and the ones that needs to be there, so you can have everything to unlock in your body what you are searching for. So ja, also wie gesagt, es gibt viel, viel mehr Kurse, aber im Manual bleiben immer nur diese 50 drin. Das sind immer die 50, mit denen, also damit es einfach zum einen nicht so viel wird, aber die 50, wo du am meisten wirklich auch aufschließen kannst im Körper. And those, basically, most of them are not the same that the one that you can attend in these 1-day classes. They keep them different. Most of them are different, but some of them are the same. Ja, also es sind nicht immer die gleichen Prozesse, die du auch bei diesen Eintagesprozessen lernen kannst. Es gibt Unterschiede und es gibt manchmal auch die gleichen, die im Manual drin sind und die du als Eintageskurs lernen kannst. But after you attend 3-day body class, you can also buy body reference material, book. Ja, aber wenn du einen 3-Tages-Körperkurs besucht hast, dann kannst du das Body Process Referenzmaterial dir bestellen. And this is like one book where all the body processes that has ever been invented or existed from access consciousness, you can find them there and you can use all of them. Ja, und das ist im Prinzip ein Buch oder eine Datei, wo du jeden einzelnen Körperprozess, der es bei Access Consciousness mal gegeben hat, wo du den da finden kannst und den du auch dann nutzen kannst. But to summarize the question, the answer is like, no, not all of them that you can attend single. You will find different ones in 3-day body class. Most of them are different. Ja, also nicht alle, die du als Einzelprozess, sage ich mal, lernen kannst oder lehren kannst, wirst du nicht alle dort in dem Manual im 3-Tages-Körperkurs finden. Nadia, would you like to address how we choose the body processes? Sonia has a similar question, or
She wants to know if we teach where the body needs support, but I think maybe her question is more like how we choose it, or how do we know if the body needs on a certain position support or something like that, you know? Yeah. If a body needs certain... Translate the question. Okay, yeah. Ja. Sonja fragte, ob wir, wie wir die Prozesse auswählen oder ob du ein bisschen auch, wie wir zeigen, wo der Körper Unterstützung braucht und wo man die Stellen auswählt, wo da der Körper Unterstützung braucht, und ob du darüber ein bisschen sprechen kannst. So if I got the question correct, so she's asking how to choose the body process for the body, or like which... She wants to know if you teach where the body needs support. But where she the also body wrote, needs support. Mhm. Okay, What? if we teach, yeah, I get the question. If we Okay. like, if you will learn what is the problem with the body and how to know that. Yes, exactly. Something like that. Yeah. I will summarize it in German. Also die Sonja Ja. hat einfach da reingeschrieben in den Chat, wird auch geübt, wo der Körper Unterstützung braucht und was der Körper braucht. Es geht mir um das Erkennen, mir fehlen gerade die richtigen Worte, deshalb habe ich es gerade versucht, so in eine Frage zu packen. Okay, Nadja, schieß los. Yes, I would say yes, you will learn that, but not in a way you expect, in a different way. Yeah, you know, it's like you will learn how to know which body process does body require. And you will explore a very different point of view around that, and how to be with bodies, and how to actually how would I say, we are not gonna... Yeah, okay, let me translate this, and then I can actually start with explaining. Ja, also du wirst lernen, sage ich mal, wie man mit den Körpern arbeitet, aber nicht so in der Art und Weise, wie du es wahrscheinlich erwartest, ja. Und du wirst auch lernen, wie man die Prozesse auswählt. And then go on. Yeah, so I just wanted to say, you know, first of all, what if there is, like, if I get a body on a massage table, that I will work on it. You know, if I will define or even ask the person, okay, what's wrong with your body, or like, and if they will tell me, or if I will define it, I will make it even more real, and I will align and agree with this diagnose or problem, and then I will keep it in existence with that, because we create everything with our points of views. So, das heißt, wenn sie einen Körper hat auf einem Massagetisch und sie fragt denjenigen dann, was jetzt so dein Problem ist oder die Krankheit ist, dann wird sie, und er erzählt das, dann macht sie das sozusagen real, weil wir das im Prinzip ja auch kreieren, das, was ist, mit unseren Ansichten. So I empower people always to really look from the point of view, what if there is nothing wrong with your body? And we have aligned and agreed to so many things, and to so many doctors, and I have nothing against medicine and doctors, but it's just, I would like to empower you to have your knowing and to trust your body, not be afraid of your body. Ja, und was ich dann eigentlich möchte, ist den Menschen zu ermächtigen, ja, wirklich den Körper, oh mein Gott. Ja, den Körper nicht so zu sehen als ein Problem, Genau. sondern mehr ihn zu ermächtigen, okay, wo... Und sie hat auch gesagt, dass sie nicht mit Anlehnung und Zustimmung zu gehen, genau, ja, und das dann halt so, so festzuhalten, sondern wirklich ja, den Körper zu erlauben, einfach zu zeigen, was ist. Ich glaube, ich habe es. Yeah, because, you know, it's in our bodies, if we give them space and possibility of different presence with them, like I never don't have a point of view like I am now healing the body, because if you will have a point of view that you need to heal something, you are already aligning and agreeing with the fact that there is something wrong that needs to be healed, which then you are keeping in existence. Okay. So we are so einfach diesem Körper den Space zu geben, ja, und ich habe einfach auch nicht die Ansicht, den Körper heilen zu müssen, weil wenn ich den Körper heilen möchte, dann habe ich ja schon die Ansicht, dass irgendetwas falsch ist an dem Körper, ja, und was wäre, wenn das einfach nicht ist?
So we are more creating with the bodies and like getting the bodies space where can they create the change they require. We are actually working also on body's consciousness, so body can know what it knows and change what it wants to change. And sometimes something is defined wrong in this reality, so this is wrong with your body, but is this really wrong, or is your body just different? Und wir kreieren einfach mit dem Körper zu kreieren, ja, und nicht und einfach mit dem Körper und dem Körper gewahr sein, dass der Körper selber die Dinge verändert und einfach nicht mehr sich falsch zu fühlen, weil was ist denn falsch in dieser Realität und was wäre, wenn das tatsächlich nicht falsch ist? Can you please cut your sentence a little bit shorter? Yes. Yeah. So it's like ja, was sie auch noch gesagt hat, ist, was ist, wenn dein Körper nicht falsch ist, sondern was ist, wenn dein Körper auch einfach anders ist als der Körper von den anderen. Ja, okay, cool, danke. Yeah. And it's like our bodies are capable of changing anything it doesn't work for them. Also unsere Körper sind einfach fähig, alles zu verändern, was nicht für sie funktioniert. They are capable of self-healing. Sie sind auch selbstheilungsfähig. And they are smart. Und sie sind schlau. Like your body will never create something against you, or you will never just get sick. Ja, und dein Körper wird niemals etwas gegen dich kreieren oder du bist nicht einfach nur so krank. So what is right about that? What is going on with your body? Also was ist richtig daran, was gerade mit deinem Körper passiert? It's always something different than what you think it is. Es ist immer anders als das, was du denkst, was es ist. I mean, usually. So this is what we explore also in the 3-day body class. And we look what is actually that. Is maybe your body just aware? Is maybe this not even wrong? Are you maybe healing someone through your body without knowing or acknowledging? Ja, und das ist, dass wir uns in den 3-Tages-Körperkursen einfach nur anschauen. Ja, bist du dir einfach nur was gewahr und es ist ja auch nichts falsch und ist ja dein Körper, der ist ja gerade dabei, den anderen zu heilen. So there can be more possibilities which are way different than maybe what you have. Ja, und think of that. Es gibt mehr Möglichkeiten, als die du denkst, dass es eigentlich gibt. That's so amazing, yeah. So, and Alex, she was writing that she could change her bulimia through the 3-day body class. Maybe she can, if it's okay for you, Nadia, she can address something about that. Or maybe you had also like heavy illnesses which could be changed through the 3-day body class. Alex cannot change that. I'm joking. No, I mean, if she can address it a little bit. Yeah, she can address it. Yeah, please. Okay. I translated just in German. So, die Alex konnte ihre Bulimie tatsächlich durch diese 3-Tages-Körperkurs verändern und sie gerade jetzt eingeladen, dass, soll ich das jetzt dann auf Englisch übersetzen oder reicht, wenn sie es auf Deutsch sagt? Nein, wir tun es aber nur zusammenfassen. Sie soll es mal auf Deutsch sagen. Alles klar. Okay. Okay, Alex. Wir hören dich leider nicht, Alex. Wir hören dich leider nicht. Because, you know, Nadia, someone was also asking if it's more like the body class for prevention or if also really like sick people can come to 3-day body class. And Alex was also like, oh, I want to share my story about bulimia. So I was asking about these illnesses and how they can be changed or if they can be changed. That's great. Please translate yourself and then I will address it. Also, ich habe die Nadia gefragt, ob jetzt dieser Körperkurs vorsorglich dient, wie die Karin gefragt hat, oder ob das auch bei Menschen etwas verändern kann, wo sie schwer erkrankt sind. Die Alex hat parallel dazu gebeten, ihre Geschichte zu teilen, dass sie ihre Bulimie verändern konnte. Und gleichzeitig würde ich auch noch gerne von der Nadia Geschichten hören, was sie so erlebt hat bei den Teilnehmern vielleicht, die irgendwie eine schwere Krankheit hatten und das verändern konnten. Alex, die Bühne ist deine. Okay. Yeah, just wait a little bit. Yeah, I would just like to say just a few words about that. It's a great question, actually. So 3-day body class, it's for everyone who has a body and is looking for something more with the body and in your life.
Also ein 3-Tages-Körperkurs ist tatsächlich für jeden, der einen Körper hat und der einfach nachschaut, dass mehr möglich ist mit dem Körper und im Leben. I wouldn't define anyone as sick. So everybody who would like to change something with the body or in your life can be transformed during 3-day body class. You will get more awareness, more space, more possibilities. It's very hard to put in words what this body process is. And 3 days of them in a row can contribute to you. Ja, und ich möchte gar nicht definieren, was überhaupt krank ist, ja, weil einfach, ja, du kannst wirklich alles verändern, ja, mit dem Körper in deinem Leben, mit den Körperprozessen und gerade vor allem, wenn du sie 3 Tage lang am Stück machst. Because I always choose body classes, and right now I was in Opatia in advanced body class with Dr. Dane here. I'm not sick, don't have body problems, but I'm still choosing those classes because it will process me and unlock something for me that is always changing my life and the way how I be with my body. Ja, und und ich wähle immer noch Körperkurse. Ich komme gerade von Opatia vom Advanced Körperkurs mit Dr. Dan hier. Ich habe keine körperlichen Probleme und auch keine Krankheiten, aber ich weiß jedes Mal, wenn ich so einen Körperkurs besuche, dann verändert es, also dann schließt es irgendetwas auf in meinem Körper, was wirklich etwas für mein ganzes Leben verändert. It gives me more awareness. Es gibt mir mehr Gewahrsein. And clarity about my life, and also my body is changing in a way that it doesn't match this reality. Und gibt mir einfach Klarheit und über mein Leben auch, und mein Körper verändert sich so dermaßen, dass es einfach jenseits dieser Realität. So yeah, you can choose this class just because of the fun of it, just for you. It's a gift for your body that, from my point of view, everybody who has a body should give to its body at least once in a lifetime. Du könntest einfach diesen Körperkurs einfach nur für dich wählen, einfach als Geschenk für deinen Körper, weil jeder aus meiner Ansicht heraus, der einen Körper hat, sollte sich dann mit so einem Kurs beschenken. Yeah, and I was 13 times on body process classes. Wow. I was not sick. But I just have chosen them, as you said, for the fun of it, and just because I know it will release more possibilities in all areas of my life. Ich war auf 13 Körperkursen und nicht, weil ich krank bin, sondern einfach nur zum Spaß und weil ich einfach wusste, ja, dass es irgendetwas loslöst und auslöst in jedem Bereich von meinem Leben. And now you see Sophie creating and changing the world and like shining so much. So because body processes will also remove so much judgments from your body, from you, and you will be willing to be more in the world and to have more fun. Und wir sehen Sophie, wie sie kreiert und wie sie die Welt verändert und wie sie so strahlt, ja, weil die Körperprozesse einfach diese ganzen Bewertungen abschälen, ja, und du einfach nur noch mehr Spaß hast. Yeah, and your body is kind of creating the way you want to create. How often are we creating the body from the point of view of other people? And what I perceive with these body processes is that you create with your body, and that you create the body how your body wants to be created. Soll ich das übersetzen, Jana? Alles gut, ja, das kriege ich noch hin. Also, ja, das ist also, wir im Prinzip mit diesen Körperkursen kreieren wir unseren Körper, so wie der Körper kreiert werden möchte. So oft versuchen wir in dieser Realität den Körper zu kreieren, basierend auf den Ansichten, die andere haben, ja, und versuchen sie in unserem Körper aufzuzwingen. Und mit den Körperkursen kreieren wir einfach den Körper für uns und wie er mit uns sein möchte. Can you say something to that, or do you want to add something? Yes, yeah, that's so true. Like what you just said, it's definitely
like body and what we choose in life is so attached, it's so connected. So yeah, and we are like creating the normal bodies most of the times, and then like when your body can be such a contribution to everything you choose in your life, can support you so much, but people are not knowing that and not receiving that and thinking that body is like a piece of meat. Ja, also wir kreieren, also der Körper ist so verbunden mit allen Bereichen von unserem Leben, und wenn wir einfach wählen, mit dem Körper zu kreieren, gonna last. Yeah, so body can contribute so much to our life and everything we choose. Ja, der Körper kann so viel beitragen zu allem in unserem Leben und zu allem, was wir wählen. And you will actually learn how to be with your body in all ways, in every situation in your life, how to stay present with your body and actually transform what doesn't work for you, or what you would, or to create what you would like to create. Ja, und du lernst einfach zu sein und präsent zu sein mit deinem Körper und einfach alles das zu transformieren, was nicht für dich funktioniert, und einfach das zu kreieren, was du gerne kreieren möchtest. And like really get rid of this wrongness around bodies. Ja, und einfach diese ganze Falschheit rund um Körper einfach loszuwerden. Even for example, when the pain comes, you know, when the pain comes, when you get a pain. Ja, selbst wenn Schmerz kommt, also Schmerz einfach da ist. Yeah, like I see people freaking out, like when it's really intense, when they're really having a pain and it's really intense, like they're just, you know, going into this panic, like get me something, do me something to get rid of this pain immediately, you know, and this is not really good way to be with our bodies. Ja, und als wenn die Leute dann einen Schmerz haben, dann flippen die quasi aus, ja, und versuchen das irgendwie total nur diesen Schmerz wieder loszuwerden, so auf Teufel komm raus, und das ist einfach nicht wirklich eine gute Art, wie man mit unseren Körpern dann sein kann. Yeah, so what if you, next time, if you will have pain or perceive pain, what if you relax into that and like just stay present for a while and say, hello, pain, you know? Und wenn du das nächste Mal einfach mal Schmerzen hast, das ist dann einfach nur dich quasi rein entspannst und einfach nur präsent bist damit und sagst, hallo Schmerz. And don't make it wrong immediately and don't panic. Ja, und mach es nicht sofort falsch, und vor allem krieg keine Panik. Because because also pain is not what we think is this, and pain is never wrong. Pain is usually your power, or you know, your body. It's an information. It's an information your body is giving you. It's this. Also Schmerz ist niemals das, was ihr denkt, was es ist. Es ist eigentlich eher eure Power oder halt auch eine Information, die der Körper euch gibt. Or your body is just changing something, and like you misidentify or define this feeling as pain and wrongness. And then you create a problem which was not there before. Ja, und du vielleicht verändert sich dein Körper einfach nur, und du hast das dann als Schmerz missidentifiziert, ja, und dann kreierst du daraus ein Problem, was es aber tatsächlich gar nicht ist. Or maybe your body is detoxing or self-healing or just doing something. So give it a space, and if maybe the pain will release with way more ease than usually. Ja, und vielleicht ist dein Körper einfach nur am Entgiften oder irgendwas am Transformieren, und was wäre, wenn du ihm einfach diesen Raum gibst, ja, und dass es ihm erlauben würde, vielleicht dann würde sich der Schmerz einfach so auflösen. Wow, Nicole is sharing an amazing story. I will read it in German. Ich konnte bei einer Bekannten die Schmerzen beim Ausscheiden von Nierensteinen drastisch reduzieren mit nur einer Behandlung. So a friend of hers, she had like these kidney stones. Do you say that in English? And she did just one treatment of body process, and she could release all those stones. It's really amazing. Wow. Yeah, that's so cool. Wow. Thank you, Nicole, for sharing the story. And I know also Diana, because we did an interview about the body processes,
And the doctor told her, can I say that, Diana? Ja, alles Yeah, gut. it's public anyway. So, and Diana shared her story that she had MS. So the doctor said she has MS and she could change it also with the body processes. Also ganz kurz zusammengefasst, ich habe ja eine Serie gemacht, was alles möglich ist mit den Körperprozessen. Und die Diana war einer der Facilitatoren, die ich interviewt habe. Und sie hat erzählt, dass sie MS hat. Oder hatte, das haben die Ärzte halt diagnostiziert und sie konnte es aufgrund der Körperprozesse verändern. Also das nochmal diese Connection zu der Frage vorher mit den schweren Krankheiten. Danke. Yeah, cool. Awesome. It's just amazing what you can change. Like, I have seen so many people changing what before was unchangeable or what was diagnosed as unchangeable. So there is really everything possible. Like, Also ich habe so viel schon gesehen bei den Leuten, was sich verändert hatte und von Diagnosen, die eigentlich nicht zu verändern war oder weil sie dachten, es war nicht veränderbar. Und es ist wirklich alles möglich. but I don't want you to create expectations because it's not about that. Aber ich möchte keine Erwartungen kreieren, weil darum geht es hier nicht. It's about exploring what body processes can contribute to your body and to you. And darum selber zu erfahren, welche Körperprozesse ein Beitrag sind für dich und für deinen Körper. Yeah, do you know what I've received, Nadia, in these times at the moment? A lot of bodies are sick. And I'm not just talking about COVID. I had this topic today with another facilitator. So many bodies are sick at the moment. And I think this is also like, yeah, it's also coming up in this call, these sicknesses. So yeah, how many people are we healing at the moment? Also was ich halt jetzt auch feststelle, dass so viele Körper krank sind. Und damit meine ich krank und nicht nur von Covid. Ja, und viele Körper sind einfach krank. Und wie viele Körper heilen wir jetzt auch gerade jetzt im Moment? Are they sick or are they upgrading and detoxing? Sind sie krank oder machen sie ein Upgrade und entgiften? Richtig. Yeah, and are they becoming more aware and conscious actually? Werden sich einfach gewahrer und bewusster. Yeah, why we usually, like, why we go every time into the wrongness? You know, your body needs once per year to a little bit detox, to change the toxins, and they can only do that when we relax a little bit. Ja, und was ist, wenn wir nicht immer so in die Falschheit von reingehen? Und unsere Körper brauchen einmal im Jahr einfach nur so die Möglichkeit, sich zu entgiften. Und am besten können sie entgiften, wenn wir einfach auch mal entspannen. And if you don't go into conclusion and decide what it is and what sickness that it is, it's like it can just last a day or two and then you're good. Otherwise, you create something out of that, you know. Ja, und wenn man nicht so in die Schlussfolgerung geht, dass was eine Krankheit ist und dass das eine Krankheit ist, ja, dann kann... Sorry. Yes, then it can last longer. Yeah. Ja, dann kann es einfach nicht mehr länger festhalten. And our bodies are so smart, you know, we abuse them a lot with the food, with not moving them. We eat way more than our bodies want. Ja, die Körper sind so schlau, aber wir missbrauchen sie einfach mit dem Essen, ja, wie viel wir essen, was wir essen, und wir essen auch viel, viel mehr, als was wir eigentlich brauchen, oder mangelnde Bewegung. So sometimes they just take some time to detox from that, you know. Und manchmal brauchen sie einfach nur ein bisschen Zeit davon zu entgiften. Yeah. And it's not wrong. Und da ist nichts falsch dran. Yeah. It's hard to describe these body processes because when I think of a body process class, it's just like this. Und Oh, but that's beautiful description, Sophie. You could describe it better. Es ist so schwierig, Körperkurse zu beschreiben. Also wenn ich so einen Körperprozess denke, denke ich einfach so, Und da ist nichts, was es besser beschreiben kann, sagt die Nadja. Yeah, it's just yummy, you know, it's just Yeah, like, it's like, you know, the last 3-day body class I facilitated, I was crying because I was so grateful that, like, for the changes that people got and what they released, and like they were able to address some very traumatical things that happened to them, and they were set free from that. And I was crying from the gratitude because
it was created with such a lightness and ease, not with suffering or limiting. And this is what I love with Access and with Body for you can enjoy. Yeah, please. Ja. Bei den letzten 3 Tages Körperkurs habe ich geweint, einfach aus Dankbarkeit, weil ich gesehen habe, weil die Leute wirklich aus dem tiefsten Dramen, also so viel verändert haben, ja, und ich war mit Tränen der Dankbarkeit, weil das war auch da gleichzeitig mit so einer Leichtigkeit, wo sie diese Dinge haben loslassen und verändern konnten. Und das ist halt einfach dieses Unglaubliche von diesen 3 Tages Körperkursen von Access. And I would say this is also the magic, that you can release all those stuff with ease. Und das ist auch die Magie, dass man einfach das ganze Zeug mit Leichtigkeit los wird. Yeah, and not just the stuff with bodies, everything. Yeah, Und nicht everything. nur das Zeug mit Körpern, sondern wirklich alles. This processing will really get you to the place where you will have more awareness and you will be able to address the questions that you didn't even knew were there and were stuck in you, and then it will all be shifted. Ja, und du bekommst einfach mehr Gewahrsein, um einfach diese Fragen zu stellen und wirklich an dahin zu kommen, wo du dich als feststecken lassen, ja, wo du noch nicht mal wusstest, dass es dich dann feststecken hat, um das dann einfach wirklich total zu verändern und aufzulösen. This is the beauty of Access. It's like it's enjoying, receiving, and everything is done with ease and lightness and empowering, and nothing can lock you or limit you. It's just like such a huge releasing and setting free you and your body. Das ist einfach diese Schönheit von Access, ja, dass es einfach mit so einer Leichtigkeit geht, ja, diese Dinge einfach, die so eingeschlossen sind, diese aufzuschließen und loszulassen mit so einer Freude und einer Leichtigkeit dabei, wirklich, dass ja, sich alles verändert. Ich hoffe, ich habe es geschnallt. Yeah, and actually I'm seeing questions. Foundation class is prerequisite for attending 3-day body class, and you need to have done foundation in the last 12 months prior to the starting date of 3-day body class. Also ein Foundation-Kurs ist Voraussetzung, um einen 3-Tages Körperkurs hingehen zu können, und der darf nicht älter wie 12 Monate sein. And another question is if it can help also with Parkinson and demence, not demence, Demenz, was heißt denn Demenz? Yeah, dementia, yeah. It's the same word. Yeah, bei Parkinson oder Demenz und solchen Sachen. Genau, if the body wants to change it, of course. Yeah, if the body wants, then everything can be changed, you know. But also those diseases kann sich alles verändern. Yeah, but if it's like, you know, those 2 diseases, we can talk more about 3-day body class, what is actually going on, and if these are your relatives, it's like, yeah, you can definitely use body processes on anybody you want, but it will help them if they are choosing that. Wir können mehr wirklich über diese Krankheiten auch im 3-Tages Körperkurs sprechen, und wenn es um deine Verwandten geht, dann können Körperprozesse da auf jeden Fall ein Beitrag sein und denen helfen, wenn sie es wählen, auch zu verändern. Yeah, Diana has really great said that and it's true, you know, but at least it will create also more space of possibilities for them, more peace and more awareness to make more conscious choice. Ja, und es kreiert einfach mehr Raum für Möglichkeiten und einfach mehr Gewahrsein und einfach mehr Möglichkeiten, einfach an Wahl etwas zu verändern. But what I have seen with dementia, with my grandmother, dementia actually helped her very much. So she was not worried so much about everything. She just created that to have an easier time in, you know, in a way, like yeah. Also was sie mit der Demenz selber erlebt hatte bei ihrer Urgroßmutter, also dass für sie hatte eine Leichtigkeit kreiert, einfach sich nicht mehr dessen so bewusst zu sein, die Dinge, die sie einfach kreiert hat, und das hat auf ihre Art und Weise ihr eine leichtere oder bessere Zeit ermöglicht. So we just need to
learn the tools, or like how to choose and create the life that works for us, and also get really present with what works for others, even if we think that if they will choose something else, it will be easier for us, but what are we not choosing to create is for us and others. Ja, und das einfach, was wir halt lernen mit den Werkzeugen, einfach präsent zu sein und das Leben zu kreieren, was wir gerne möchten, was für uns funktioniert, aber auch präsent zu sein mit was die anderen wählen für ihr Leben und dass das vielleicht das, was sie wählen und was für sie funktioniert, vielleicht nicht das wäre, was wir wählen würden, was für uns funktioniert. Yeah, and now we can go to Alex if she would like to ask some questions. Alex, bist du noch da? Magst du noch deine Jetzt ein mit bisschen Alex was sprechen, erzählen? wenn sie das noch mal erzählen möchte? We didn't forget about you, Alex. Wir haben dich nicht Wir haben vergessen. dich nicht vergessen. Könnt ihr mich hören? Ja! Yes. Okay, super. Ja, cool, danke. Also ich habe 23 Jahre lang Bulimie gehabt. Oder sagen wir mal, ich habe 23 Jahre lang die Symptome der Bulimie verwendet und war dann im 3-Tage-Körperkurs und habe erkannt, dass ich mir eine Distanz kreiert habe zur männlichen Welt, um nicht empfangen zu müssen. Und als ich das erkannt habe, konnte ich das so leicht verändern, ganz, 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 ganz schnell. Und es war das größte Geschenk für mich einfach, dieser Körperkurs. Diese Erkenntnis zu haben und das dann so verändern zu können, dass ich wusste, ich habe gar keine Bulimie, ich verwende nur die Symptome davon, um mir Distanz zu kreieren. Wow. Okay, can you summarize? I understand a lot, but maybe not everything. So she created not the bulimia, she created the symptoms of the bulimia. And in the 3-day body classes, she got the awareness that she created these symptoms of bulimia to create a distance to the male world. And only by receiving this and to perceive it, she could change it and melt away all the distance she created to this male, ich weiß nicht, männliche Seite. Yeah, to the male, or man, you can say man. Yes, male part, and also changed all the symptoms for the bulimia by attending a 3-day body class. And Thank you, Alex. Thank you, Alex. This is such an inspirational story. Powerful woman. Also eine inspirierende Geschichte, eine Powerfrau. Ja, und ich hab mir durch diese Distanz, die ich mir kreiert habe, 14 Kilo Übergewicht kreiert. Und egal wie wenig ich gegessen habe und wie viel Sport ich gemacht habe, ich bin es nicht losgeworden. Und als ich begriffen habe, dass meine Bewertungen auf meinen Körper und meine Ansichten die Kreation meines Gewichts sind und ich das loslassen konnte, sind die 14 Kilo innerhalb von 8 Wochen weg gewesen. And she created 14 kilos body weight while she was in this distance by creating this distance, and she got the awareness that it was hold on by the judgment and the point of view she had about her body, and by losing all the judgment and the point of view, the 14 kilos melt away in 8 weeks. Wow. Powerful woman you are, really. I need to acknowledge how cool. Wow. And what else is possible now, really? Yeah, this is the magic that you actually, yeah, cool. Thank you, Alex, for sharing that. Thank you. Yeah, danke. Vielen Dank. This is a good example for how awareness can shift everything with your body. Yeah, that's so true. Ein mega cooles Beispiel, wie Gewahrsein wirklich alles in deinem Körper transformieren kann. Yeah, and this is the example where she actually got aware of what's going on, but sometimes you won't cognitively even acknowledge or know, but things will just shift and change and fall away.
An diesem Beispiel war sie sich dann schon dessen gewahr, kognitiv, was da vor sich ging. Aber manchmal ist es noch nicht mal irgendetwas, was du kognitiv dessen gewahr bist, aber trotzdem irgendwas komplett transformiert im Körper. Wow. Yeah, cool. So yeah, and I'm coming to Munich, Germany Yes. for the first time. Actually, this will be my first time facilitating in Germany. So, and we are doing a 3-day body class from 16 to 18 April. And if your body is searching for something like that, please join us. Ja, ich komme nach München am 16. bis 18. April und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Kurs in Deutschland facilitieren werde. Und wenn dein Körper sich dahin hingezogen fühlt, dann komm vorbei. If you have a body, you are invited. Wenn du einen Körper hast, dann bist du eingeladen. Yes, and Diana and Sonja will translate you. I will say it in German. Die Diana und die Sonja werden simultan übersetzen. Das heißt, es wird nicht hintereinander sein, sondern wirklich, ihr werdet Ohrenstöpsel haben und dann gleichzeitig ihr lauschen. Wir haben eine super schöne Venue in München. Also ich werde der Host sein. Ich habe die Nadja eingeladen. Was für Fragen ihr auch immer habt, ihr könnt euch jederzeit bei mir melden. Also per E-Mail oder mich einfach anrufen oder wie auch immer, oder wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder ja, selbst wenn auch irgendwie so Zweifel da sind oder sonst irgendwas. Wir haben wunderbare Hotels in der Nähe. Also die Diana hat heute schon eins geteilt, das Leonardo Hotel ist in der Nähe. Und ja, ich kann auch einfach nur sagen, kommt bitte zum 3-Tages-Körperkurs, weil er wird einfach eure Realität mit dem Körper verändern und mit allem in eurem Leben. Und ich kann auch nur von mir sprechen, jedes Mal, wenn ich auf diesen Liegen gelegen bin und einfach nur empfangen habe, haben sich die größten Sachen kreiert. Die meisten Anmeldungen sind bei mir reingekommen. Ich habe Geld kreiert, einfach nur dadurch, dass ich faul war, ja. So I told them that everything changes. I understood. Oh, yeah, you understood. Yeah. Thank you so much, Sophie. Yeah, Sophie is my amazing host. I'm so grateful to be able to create with her and with amazing ladies who are going to translate and contribute, and all of you. So I wonder really, what can I contribute to you and to your bodies? And what can you contribute to me and my body? Because every time it's a co-creation, and I'm very excited and looking forward to come. Ich bin total froh über Sophie und die 2 Ladies, die übersetzen werden. Und ich frage mich einfach, was ich und euren Körpern beitragen kann, aber gleichzeitig auch, was ihr mir und meinem Körper beitragen könnt, weil es ist immer auch irgendwo eine Co-Creation. Yeah, and we are super grateful, Nadja, that you are coming to Munich, that you are coming to Germany for the first time. That's super exciting. Also ich bin super dankbar, dass sie kommt nach München und das erste Mal auch nach Deutschland. Yes, and for my awareness, it's cool that you are coming because you know so much about creation and you know so much about creation with the bodies, but also with all the other areas in your life. Ja, also ich finde es einfach super mega, dass sie kommt, weil sie ist so eine Bombenkreateurin und nicht nur was jetzt die Körper betrifft, sondern generell in allen Bereichen deines Lebens, euren Lebens ist sie einfach, ja, kann sie uns auch da sehr viel beitragen, über Kreationen noch zu sprechen. Yeah, we can talk about anything during 3 days. You know, first day, there is a theoretical part and you learn things that you need to know in order to work on bodies. And then you are going to get, I will put you in pairs. So you will work for 3 days on massage tables. And while you will be working, we will have conversations. Also ihr könnt tatsächlich alles ansprechen in den 3 Tagen. Der erste halbe Tag ist so mehr ein bisschen theoretisch und was ihr so wissen müsst, um mit den Körperprozessen und den Körpern zu arbeiten. Und dann werde ich euch in Paare zusammentun und dann geht es wirklich die restlichen 3 Tage nur auf die Massagetische. Und während ihr die Prozesse gebt, werden wir Gespräche haben über alles. And your questions are welcome, and we can really play with exploring about everything. And you get the recordings, of course. Ja, oh, sorry. It's okay. Ja, sie kriegt natürlich eine Aufzeichnung. Ja, also so, genau, ihr könnt eure Fragen stellen, die sind herzlich willkommen, ihr bekommt natürlich auch, und wir können einfach das erforschen und kriegt eine Aufzeichnung. Genau. Cool.
Cool. So Nadia, I'm yes. super grateful. Thank you for you. Thank you for your time today. Thank you, Diana, for your translation. Thank you, Sonia, for your translation already in advance. And thank you to all the participants which will join the class and who have been here today. Yes. Thank you, Danke. Thank you also from my side. Thank you, Diana, for translating and remembering everything I said. I wouldn't be able to. Thank you, Sonia. Thank you, Sophie. Thank you, Nusha. And thank you, everyone, for being here tonight with me on Facebook or on Zoom. I'm so grateful that you are choosing more and searching more in different ways for you and your body. This is so cool. Dankeschön. Danke euch allen. Dankeschön. Yeah, cool. Thank you. See Thank you. you. Have a nice See evening. you. Enjoy your bodies. Have too much fun. Don't have your German and Austrian. Don't have too much fun. Ja, genau. Habt bloß nicht so viel Spaß in Deutschland und in Österreich. Nee. No. We will not. Nein. That's a bad thing to be joyful. Yeah. Das ist eine schlechte Sache, freudvoll zu sein. Genau. No, just kidding. Okay, my sweetie. Well, See you thank soon. you. Bye. 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 Oh, bye.